Das Karten ist eher seine Sache, nicht meine. Ich habe eigentlich wohl schon relativ voll Attacke gegeben bei der ersten. Einen Siloballen haben wir getroffen, einen ganz Scheiß bin ich gefahren. Wirklich alles dabei, was Rallyefahren ausmacht. Bei der Lavantal-Rallye treten erstmals die beiden Wolfsberger Andreas Schad und Daniel Sattler gegeneinander an. Wir werden uns das heute langsam herantasten und dann werden wir schauen, was da am Ende des Tages rauskommt. Und morgen hoffen wir auf ein bisschen besseres Wetter, dass wir vielleicht an unsere Leistung vom Rheinland wieder herankommen. Also wir sind keinen einzigen Meter mit einem Regenradl auf nasser Straßen gefahren. Wir haben aber gutes Material, wir haben neue Reifen und das muss reichen. Regen und schlechte Sicht machen die erste Sonderprüfung extrem schwierig, da ist die Ansage des Co-Piloten nochmal wichtiger. Haben wir es jetzt in Rebenland kennengelernt, dadurch, dass wir das Vorausauto gefahren sind, habe ich es einmal wirklich probieren wollen, wie das abläuft. Ich bin dorthin gefahren, habe das geschrieben, bin einmal kontrollieren gefahren und wir sind gestartet. Und witzigerweise habe ich mich noch nie so wohl gefühlt im Auto als da. Gell. Dadurch, dass ich das Streckenschreibauto auch das gleiche habe wie beim Rallyefahren, neben einer Evo 10 und da ist der Lenkeinschlag komplett der gleiche. Und wenn ich das Lenkrad um 90 Grad umdrehe, dann ist das halt einfach ein Dreier. Und das weiß ich dann, das ist 100% so und ich habe dann auch so eingelenkt, wie der das angesagt hat und das war auch so. Und deswegen ist das schon genial, wenn man da richtig auf Schritt fahren kann. Und das tue ich eben daheim nicht, weil immer wieder ein bisschen das Wissen durchkommt, wo man denkt, das ist ja, da bin ich schon 100-mal gefahren, ist von mir aus gesehen schwieriger. Die Schwierigkeit zeigt sich schon auf der ersten Prüfung. Für Daniel Sattler endet die Rallye in einem Bachbett am Rundkurs in Kamp. Reini Sampel hatte ebenso ein Erlebnis auf SP1, aber abgesehen davon kann er mit Andreas Schad mithalten. Wir sind gestern gleich bei der ersten Prüfung nebengefahren und haben uns gegen das Federbein leider verbogen. Können wir in der Zeit nicht reparieren. Jetzt fahren wir von der Seite mit Spursturz, stimmt überhaupt nicht. Also für das geht es erstaunlicherweise gut. Wir waren auf der letzten Prüfung jetzt gleich schnell und fast ein bisschen schneller wie er. Also wir fahren fast seine Zeiten. Und schauen wir mal, also Fehler darf er keinen machen, aber 40 Sekunden ist ein komfortabler Vorsprung. Wobei ich freue mich sehr, dass er neuer da ist wieder und daheim da ist ja immer cool, wenn er es gewinnen kann, würde ich es ihm vergönnen. Aber wir haben es nicht aufgeben, weil Fehler kann jeder machen, haben einen Reifenplatz und so, da sind wir wieder dabei. Also aufgeben haben wir es erst, wenn wir am Ziel sind. Wir sind gesamt 15. Also wenn wir das halten können, ist das nicht so ein Lauf mit so einer Besetzung sensationell mit einem M1-Auto. Dem Audi-Markenkollegen Gerald Klöscher geht es bei seiner ersten Rallye nicht so gut, für ihn ist nach SP7 Schluss. Der Ford Fiesta von Patrick Knoll wurde nach dem Unfall im Rebenland wieder rechtzeitig hergerichtet. Ich muss einen großen Dank an Team rund um Kurz Oliver, an Reini und den Thomas aussprechen. Die haben wirklich ziemlich früh in Bewegung gesetzt, dass wir da steigen können. Es war oft auch noch ein bisschen stressig zum Schluss, weil die letzten Teile haben wir gestern quasi um 19 Uhr gekriegt und eingebaut und ja, schauen wir, ob es funktioniert. Durch ein Benzinleitungsproblem am Freitag fällt Knoll weit zurück, kommt aber ins Ziel. Vor ihm liegt Martin Ritt im Volvo. Ja, eigentlich haben wir gesagt, wir fahren nichts mehr, weil wir kein Geld aufgetrieben haben, keine Sponsoren. Und jetzt hat sich für die Rallye noch kurzfristig ein Sponsor gefunden. Wenn Sie jetzt eine Rallye so wie da jetzt fahrt, was habt ihr gesamt an Ausgaben alles zusammengerechnet? Ja, wir rechnen pro Rallye zwischen 1500 und 2000 Euro. Das drunter, das ist Neingeld, dann schlafen und dann ist das Geld weg. Bis sie tanken sollst, da sind keine Reifen, keine Ersatzteile, nichts eingerechnet. Bis jetzt haben wir alles aus der eigenen Tasche, aber jetzt haben wir immer Heisel gekauft und jetzt wird es dann eng. Schauen wir, was nur rauskommt. Vielleicht gehen sie noch mehr Starts aus. Wahrscheinlich. Schnellster LG2-Fahrer ist wie schon im Rebenland Manuel Kurz im BMW. Startnummer relativ weit vorne gehabt gestern und heute auch. Warst du ein bisschen überrascht, wie du die Startnummer gesehen hast? Ja, auf jeden Fall. Also 27. Ist schon ziemlich ein Druck dahinter dann natürlich, wenn man mit einem E36 da mithalten soll oder versucht irgendwie. Aber ja, ganz okay. Wir sind nicht überholt worden, noch nicht. Von dem her, ja.
wir sind halt immer noch am Lernen quasi von den ganzen Geschehen. Aber wir kommen rein, ja. An der Spitze des M1-Feldes gewinnt Andreas Schad auch seinen zweiten M1-Lauf.